Quadrat. Auf jeden Fall Das ist korrekt, weil diese beiden Besatzungsmitglieder des Tigers, die werden die ganze Zeit miteinander kommunizieren, sind über Funk verbunden und reden jetzt praktisch die ganze Zeit. Einer fliegt, der andere schießt und hier wird gerade beides zusammen das Boot erschießen. Der zweite unterstützt den Piloten bei seinen Manövern, die wohlgemerkt kein Kunstflug sind. Auch das Thema Crew Coordination wird bei den Piloten der Bundeswehr genauso wie im Zivil sehr groß geschrieben. Da gibt es ganz viele Ausbildungen, damit man miteinander sprechen kann und damit nicht gesagt wird, hey, ich habe hier das Sagen und was du sagst, interessiert mich nicht. Nein, dieses Hierarchiegefälle im Hubschrauber ist nicht erwünscht, genauso wenig wie in anderen Luftfahrzeugen, weil damit kann man am besten Unfälle vermeiden und den effizientesten Einsatz sicherstellen. Und wenn man den Tiger so fliegen sieht, dann meint man nicht, dass da 6 Tonnen in der Luft sind, die sich so agil bewegen können und die solche Figuren vollführen können. Die Ausbildung zum Tigerpiloten nach der Grundausbildung zum Hubschrauberpiloten findet nicht in Deutschland statt, sondern wird in Frankreich an der internationalen Schule fortgeführt und dort wird es richtig gelehrt, dieses Tigerfliegen. Wie sie gerade gesehen hat, kann der Tiger aus hoher Geschwindigkeit fast auf der Stelle drehen und sich in die andere Richtung weiter bewegen. Das ist natürlich ganz wichtig zum Bekämpfen von Bodentruppen oder anderen Zielen. Ja, und hier stellt er sich wieder zum Ende des Displays und würde sich natürlich wieder freuen. Und da verneigt er sich schon. Ihm zuwinken ist so viel wie klatschen, weil das Klatschen hören Sie einfach nicht da oben. Bleiben Sie ruhig vorne stehen, weil als nächstes beginnt das Flight Display.